Für die Herrschaft selbst und den Ausbau des Landes waren die Klöster im hohen Mittelalter absolut zentrale Stätten. Und zwar deshalb, weil dort die Schriftkundigen saßen, diejenigen, die Archive führten, diejenigen, die die Geschichte aufschrieben, aber auch diejenigen, die die Korrespondenz erledigen konnten und vor allem diejenigen, die die Verwaltung organisieren konnten. Ein Reservoir an intellektuellen und geistig gebildeten Menschen, Mönchen, die für wenig viel leisteten, die beispielsweise als Zisterzienser das Land urbar machten oder die als Franziskaner bei der Städtegründung nachhaltig halfen. Nördlich des Harzes entwickelte sich eine reiche und fantastische Kunstlandschaft schon im 12. und 13. Jahrhundert und das Kennzeichnende dort ist unter anderem herausragende Stuckplastik, die wir aus Halberstadt kennen, und Halberstadt konkurriert hier mit Hildesheim um den ersten Rang. Kunstgeschichtlich haben wir hier ganz ausgezeichnete Kunstwerke. Wenig bekannt und immer wieder überraschend ist, dass herausragende Kunstwerke, vor allem auch Stuckkunst, die ja eigentlich relativ vergänglich ist, immer wieder archäologisch entdeckt wird. Und so wurde bei Gerbstedt ein großes Konvolut aus mehr als 400 Stuckfragmenten beim Bau entdeckt, beim Gebäudebau entdeckt und geborgen. Es zeigen sich 3 verschiedene Formate von Drachen, Löwen, Menschen, die zu einer Chorschranke oder zu einer Ausstattung einer Kirche, einer Innenraumausstattung gehören. Die 3 verschiedenen Größen gehören zu 3 verschiedenen zonalen Gliederungen und im Einzelnen sind sie schwer funktional zuzuweisen. Man hat wahrscheinlich mit solchen Drachendarstellungen ein durchlaufendes Band und möglicherweise hat man die eine oder andere Heiligendarstellung, die wir dort allerdings keinem einzelnen Heiligen mehr zuweisen können. In jedem Fall haben wir aber Architekturfragmente, die uns Scheingewölbe und Ähnliches zeigen. Möglicherweise haben wir eine Geburtsdarstellung Christi. All das ist, wie gesagt, schwer zuzuweisen, denn die Fragmente sind zahlreich, aber so zerschlagen, dass sich kaum einzelne vollständige Bildfenster ergeben. Sie zeigen aber das herausragende Kunstschaffen dieser dem Johannes geweihten Kirche bei Gerbstedt. Ein anderes Stück, natürlich eindrucksvoller, weil viel größer, fand sich in eigentlich einer vergleichsweise scheinbar unbedeutenden Kirche am Huy bei Eilenstedt. Und dort war eine Darstellung eines Heiligen, eine Apostelfigur, wie uns der Strahlenkranz zeigt, umgekehrt eingebaut und nicht erkennbar. Erst als bei Bauarbeiten, bei Fußbodenarbeiten diese große Gipsplatte umgedreht wurde, sah man, dass es sich um eine Apostelfigur handelt, aus Stuck, die etwa um 1200 datiert. Sie ist leicht unterlebensgroß, bei kleinen Menschen vielleicht sogar lebensgroß, und sie ist an einen Arkadendurchgang gekoppelt, sodass es sich hier wahrscheinlich um eine Abschrankung handelt, Chorschranken oder Ähnliches, die einem Umbau zum Opfer fielen und dann Sekundärverwendung als Bodenplatte fanden. Man sieht also, dass sich sogar die Kirchenausstattung, die zerstört wurde, letztlich wieder rekonstruieren lässt und wir so wichtige Erkenntnisse zur Ausstattung der romanischen Kirchen im Harz gewinnen und im Harzumfeld im 12. Jahrhundert und um 1200. Und dabei haben wir ohnehin schon aus dieser Zeit mit die besten Kirchen, die wir in Mitteleuropa überhaupt kennen, und damit auch mit die beste Ausstattung.